Was hier entsteht, ist der Trend im Wassersport. Die meisten kennen es nur aufblasbar. In Konstanz am Bodensee baut Andi Wiedmann sie ganz individuell als Hardboard. Das ist ein Stand-Up-Paddleboard. Neudeutsch sagen wir Sub dazu. Und wir gehen auch Suppen mit diesem Board. Das ist aber unterschiedlich. Die einen sagen, wir gehen Stand-Up-Paddling. Also wir haben so dieses eingedeutschte Sub und Suppen, wie es geschrieben, einfach auf Deutsch gelesen ist und finden das ganz nett so. Andi Wiedmann fährt selbst, was er da baut. Sei es ein Brett für Surfen, Wellenreiten oder Suppen. Das Herz eines Boards heißt Blank und ist aus feinporigem Styropor. Extrem leicht, aber sperrig in der Verarbeitung und dazu auch noch außerordentlich empfindlich. Ein Stand-Up-Paddleboard ist lang, in der Regel über 3 Meter. Da ist genaues Handling gefragt. Zuerst muss der Blank aus dem großen Styroporblock geschnitten werden. Was hier wie ein unscheinbarer Werktisch aussieht, ist in Wirklichkeit eine CNC-Maschine, wenn auch schon etwas älteren Jahrgangs und der Marke Eigenbau. Dieser Draht, der ist heiß und der schneidet dieses Styropor. Und das war, was wir früher von Hand gemacht haben. Das geht nur in einer bestimmten, wie man sieht, sehr langsamen Geschwindigkeit, weil der Draht, die Wärme das natürlich nicht irgendwie zack, ratzfatz durchfrisst, wie was weiß ich, vielleicht ein Laser das könnte oder irgendwas. Und das war das, was vorher halt viel Zeit und nicht gerade Nerven gekostet hat, aber es war halt ein langweiliger Job. Deswegen haben wir diese Maschine gebaut, die uns da einer der unbeliebtesten Jobs abnimmt. Andi Wiedmann und Partner Kurt Schanuel betreiben die Manufaktur gemeinsam und bauen seit vielen Jahren individuelle Bretter für Welle, Wind und See. Ein Bordbauer und ein Bootsbauer. Perfekte Kombination. Den Blank behandeln sie wie ein rohes Ei und das bei jedem Arbeitsschritt. Ich klebe jetzt den Blank ab, damit die Absauger für die CNC-Maschine richtig halten. Durch das Styropor wird es einfach durchsaugen und der Blank wird nicht halten. Beim Bordbauen ist das A und O, das Brett muss leicht sein. Deswegen das Styropor und doch mega stabil. Schließlich muss es viel aushalten. Wasser, Sand, Wind, Sonne, Salz, Gewicht und vielleicht auch mal Stein. Ein Standardbrett gibt es bei Andi Wiedmann nicht. Jedes ist ein Unikat, jedes hat andere Maße, je nach Einsatzbereich, Wunsch und Fahrkönnen seiner Kunden. Die CNC-Fräse erstellt die erste Grundform des Boards. Früher hat er auch das per Hand und Schablone gemacht. Pro Seite arbeitet die Maschine sich 4 Stunden lang durch das Styropor. 355. Am Ende wird das Board von Hand vermessen und dokumentiert. Seit Beginn schreibt er genau auf, was er wie gebaut hat. Und jedes Brett trägt dazu bei, sein Wissen über die Fahreigenschaften zu perfektionieren. So hat er sich eine komplett selbst erarbeitete Datenbank erstellt. Diese Zettel zeigen einfach meine 40 Jahre Erfahrung mit Bretterbauen, weil ich seit Anfang an jedes einzelne Board dokumentiert habe und darüber einfach auch die Erfahrung nicht nur irgendwie da ist, sondern auch nachvollziehbar und wieder abrufbar. Wenn ich ein Board baue und
das funktioniert toll und ich habe aber keine Daten darüber, dann nützt mir das gar nichts, dass das Board toll fährt, sondern nur wenn ich weiß, das fährt besser wie das andere und kann hier einen Unterschied entdecken, dann kann ich sagen, okay, weil das so ist, ist es besser wie das andere und das lehrt mich dann, wie ein gutes Board einfach sein soll. Diese Erfahrung, die ich habe, die brauche ich natürlich auch, wenn ich mit einem CAD arbeite, weil der Computer, der weiß das ja nicht, der macht nur aus diesen Zahlen schön eine runde dreidimensionale Formen und das wäre möglich, mir das vorab ein bisschen genauer abzuchecken, ob das dann das richtige Board ist. Das Zusammenspiel aus Kurven und Volumen wird bei jedem Brett individuell auf den Sportler abgestimmt. Sein neues Allround-Sub soll 2,80 Meter lang werden, also recht kurz. Dabei braucht es ausreichend Volumen, damit es ihn als großen Fahrer trägt. Nach dem Fräsen kommt das Herzstück von Andys Arbeit, das Shapen, zu Deutsch Formen. Die Surfersprache ist amerikanisch, denn da kommt der Brettersport ursprünglich her. Die endgültige Formgebung macht er nur per Hand. Jetzt kommt sozusagen der Feinschliff, das Endfinish vom Shapen, dass es diese Boardform nachher hat, mit dieser Symmetrie und allem, die Kanten, dass die hier nach hinten dünn werden oder hier schärfer und hier runter. Das sind natürlich dann solche Shape-Details und die unterschiedlichen Shape-Details im bestimmten Mix sorgen dann für bestimmte Fahreigenschaften im Board. Da geht es jetzt schon darum, mit dem allerersten Schritt eine möglichst glatte, perfekte Oberfläche zu haben, um beim nächsten Schritt dann das wiederholen zu können. Je schlechter das ist, desto noch schlechter wird es mit dem nächsten Schritt. Je perfekter das jetzt ist, desto eher haben wir eine Chance, am Ende das ganz perfekte Board zu haben. Bevor Andy zum Werkzeug greift, definiert er die Mittellinie des Boards. Die muss stimmen, sonst klappt das mit der Symmetrie von vornherein nicht. Er arbeitet dabei mit unterschiedlicher Beleuchtung. Also um das jetzt fertig zu shapen, habe ich verschiedene Werkzeuge für diese Flächen, aber die leicht rund sind, wo denn das ganz Flächige nicht gut wäre, hat man solche Schaumgummi-Pads, da ist zum Beispiel hier schon ein Klett drauf, dann ist es ein bisschen steifer. Das wäre wieder sehr flexibel, auch wenn noch leichte Kurven und das halt auch wieder mit verschiedenen Körnungen, um die Flächen zu machen. Und mit diesen Werkzeugen bringe ich jetzt das Ding endgültig in die perfekte glatte Form. Ein perfektes Board ist nicht nur handwerklich perfekt, sondern soll genau den Ansprüchen und dem Fahrkönnen des Nutzers entsprechen. Kanten sind dabei wichtig. Das kennt jeder Skifahrer. Wenn die griffig sind, kann er präzise und kontrolliert Kraft einsetzen. Im Schnee wie im Wasser. Am schmalen Heck klebt Andy die Kanten ab, um sie zu schützen. Genau das, die scharf definierten Kanten, gibt es bei einem aufblasbaren Sub nicht. Da ist alles abgerundet. Also das Board soll ja ein Allround-Board werden, ein Crossover-Board aus dem Flachwasser, Easygoing, Spaziergeh-Paddleboard für hier beim Bodensee zum Beispiel. Und aber auch für den Urlaub am Meer in der Welle zum wirklich Wellenreiten mit dem Stand-Up-Paddleboard. Daraus soll der Mix sein. Noch groß genug, um am See gemütlich paddeln zu können, aber schon klein genug, um wirklich auch schöne Turns, enge Turns machen zu können, wirklich auf dem Face der Welle. Nicht nur irgendwie so geradeaus mitfahren, was auch schon Wellenreiten wäre, aber ich möchte schon was auch noch echte Kurven erlaubt und Turns auf der Welle. Der Shape-Raum ist blau. Das ist auf der ganzen Welt so, bei jedem Shaper. Nicht nur, weil es hübsch aussieht oder ans Wasser erinnert.
Die blaue Farbe bietet einen guten Kontrast zum weißen Styropor. Immer wieder kontrolliert Andi mit den Augen, mit den Händen die Form und die Kurven des Boards. Im Shape-Raum hat Andi eine seitliche Beleuchtung installiert. Während des Shapens schaltet er immer wieder um von Deckenbeleuchtung zum lateralen Licht. So kann er Problemstellen am Board entdecken. Auch kleinste Unebenheiten fallen ihm sofort auf. Dabei verliert Andi eine Kurve beim Shapen nicht aus den Augen. Die Scoop Rocker Line ist diese Kurve hier unten, die Bodenkurve. Das ist eigentlich die entscheidendste Kurve an einem ganzen Surfboard, weil die bestimmt die Wasserlage, wie tief liegt es im Wasser, wie kippt es, wie gut mag das gleiten oder beschleunigen, wie gut mag das drehen. Eine runde Kurve mag natürlich eher drehen, eine flache Kurve mag eher geradeaus fahren. Das ist die ganz hohe Kunst, da die genau richtige, entsprechend abgestimmte Kurve zu haben für das, was man nachher machen möchte. Die Bodenlinie, die Scoop Rocker Line, ist schon mit das entscheidendste Kriterium. Wenn die Grotten falsch ist, nützen die ganzen anderen Sachen auch nichts mehr, die machen es nicht mehr weg. Ein maßgefertigtes Brett vom Fachmann ist wie ein maßgefertigter Schuh. Es passt genau zum Körper und Können des Sportlers. Und natürlich, wie und wo er es einsetzen will. Ein aufblasbares Standard-Sub kann da nicht mithalten. Also ich schaue jetzt einmal so drüber, ob der Wasserschiff links und rechts symmetrisch ist, da nicht irgendwie die eine Seite krumm oder schief ist oder anders wie die andere Seite. Das gleiche mit diesen Kanten hier, laufen die schön oder sind die irgendwie so ein bisschen eierig, weil man das jetzt bei dem Licht natürlich extrem gut sehen kann. Und dann eben auch, ob das alles fließt oder ob irgendwelche Wobbel drin sind einfach. Und freue mich, wenn es alles tipptopp ist. Und hier kann ich fühlen, ob die Kanten gleich dick sind und gleichmäßig abnehmen. Deswegen so, fühlt sich gut an. Wenn es sich gut anfühlt, ist nachher auch gut. Nach dem Shapen definiert Andi die Positionen für die 3 Finnen, die unten am Heck montiert werden, ähnlich wie die Flossen bei Fischen. Sie dienen der Richtungsstabilität und der Wendigkeit. Alles klar zum Fräsen. Ja, von wegen, da fehlt noch ein Strich. Ei, Mensch. Die Positionen der Finnenkästen hat Andi präzise berechnet und in der Dokumentation des Boards festgehalten. Kurt setzt die Vorgaben genau um, denn die Finnen spielen eine große Rolle für das Fahrverhalten. Also ich habe jetzt die Finnenkästen rausgefräst. Die vorderen Finnenkästen sind einfach dazu da, dass man Grip hat in der Kurve, in der Welle. Und der hintere Finnenkasten ist einfach zum Spurhalten geradeaus. Man muss darauf achten, dass die Tiefe genau stimmt und dann super genau arbeiten, wie immer bei allem. Für handgefertigte Boards braucht es auch handgefertigte Werkzeuge. Zum Beispiel diesen Mini-Schleifblock, der genau auf den Rand eines Finnenkastens passt.
Gleich nach dem Shapen beginnt die präzise Kontrolle und Dokumentation. Wie viel wiegt das Board jetzt als purer Styroporkern? Jedes Gramm zählt. 2,2 Kilo bringt das Board auf die Waage, plus 160 Gramm für die Finnenkästen. Der Kern des Boards ist fertig. In dieser Form ist er viel zu empfindlich, deswegen wird er jetzt laminiert. Verschiedene Carbongewebe und ein Zwei-Komponenten-Kleber machen den Kern stabil. Ab jetzt bearbeiten Andi und Kurt immer nur eine Seite des Boards nach der anderen. Also wir haben jetzt hier diese Fläche im Deck mit der Plastikfolie geschützt, rundherum abgeklebt, um die Oberfläche hier im Deck zu schützen. Wir werden jetzt unten das Laminieren, das Carbon aufkleben und damit, wenn es um die Kante kommt, das kommt bis hier hoch, darum ist da freigelassen, aber nicht weiter rein, da das nicht irgendwie versaut wird und die Oberfläche kaputt macht eventuell. Das Laminieren macht das Board quasi unverwüstlich. Sobald die Carbonummantelung mit dem Epoxidharz aushärtet, verwandelt sich der leichte, recht weiche und zerbrechliche Styroporkern in ein stabiles und robustes Stand-up-Paddle. Jetzt hier noch eine Längs-Carbonfaser aufgetragen, die das Board in den Mittelbereich versteift, dass es insgesamt steifer ist, weil es dann besser paddelt und weniger Energie verloren geht und es bruchsicherer macht in der Welle, wenn es da in die Waschmaschine kommt. Das schwarze Carbongewebe fühlt sich angenehm weich an, solange kein Epoxidharz darauf verteilt ist. Andi und Kurt haben auch hier das englische Epoxy eingedeutscht und sagen Epoxyharz. Beim Laminieren haben Andi und Kurt Zeitdruck. Der Kleber hat eine Topfzeit, das heißt eine Bearbeitungszeit von rund 2,5 Stunden. Er beginnt auszuhärten, sobald die zwei Komponenten gemischt sind. Rüber. Für das, was Andi und Kurt mit dem Board vorhaben, muss es schneller gehen. Nach einer gewissen Zeit ist das Epoxidharz einfach zu zäh, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Luftblasen oder Falten darf das Laminat keinesfalls haben. Das Carbongewebe ziehen sie, bis es perfekt auf dem Styroporkern aufliegt. Bei der Auswahl der Materialien haben sich die Boardbauer auch mal in ganz anderen Produktionssparten umgeschaut. Die Carbonfaser ist ja bekannt im Leichtbau, Luft- und Raumfahrt, Automobil. Überall, wo es leicht sein soll und stabil und steif, wird Carbon verwendet, weil die Faser im Vergleich zur Glasfaser, die man herkömmlich kennt aus dem Kunststoffbau, einfach eine niedrigere Dichte hat und eine wesentlich höhere Steifigkeit, sodass ich mit weniger Material im Vergleich zur Glasfaser schon die gute Stabilität bekomme. Und weil ich weniger Material benutzen muss, ist es am Ende auch leichter. So kann Andi die Verstärkungen ganz gezielt nur dort aufbringen, wo sie auch wirklich gebraucht werden. Zum Beispiel sogenannte Patches, Pflaster an Nose und Tail. Nase und Heck bekommen oft Stöße. Der angestrebte Mix aus Stabilität und Leichtigkeit hat seinen Preis. Die Carbonfaser ist deutlich teurer als Glasfaser. Für den Paddler aber ein großer Gewinn. Ein leichtes Board fährt sich einfach besser.
Bei den Finnenkästen ist Kurt großzügig mit dem Epoxidharz, damit sie perfekten Halt haben und keine Lücken im Gewebe bleiben. Nicht so richtig gut. Genügend drin, Mensch. Wenn das Carbongewebe gut auf dem Styropor anliegt, sind Andi und Kurt noch lange nicht fertig mit dem Laminieren. Für sie gilt bei jedem Arbeitsschritt immer optimieren. Es soll wirklich nur so viel Harz und so viel Carbonfaser auf das Sub wie nötig. Auch da verwenden sie eine Arbeitstechnik aus der Raumfahrtindustrie. Ein sogenanntes Abreißgewebe kommt auf das noch feuchte Laminat. Anschließend ein Vlies. Das Ganze wird vakuumverpackt. Dabei wird das Carbongewebe gleichmäßig an das Sub gepresst und das überschüssige Epoxidharz abgenommen. Die Idee auch hier, so leicht wie möglich zu bleiben bei perfekter Steifheit. Also bevor wir das Board in den Vakuumsack reinstecken, ziehen wir das mit viel Klebeband fest, damit das keine Falten entstehen. Und der Sack hat ja nachher auch gerne mal Falten und da könnte eine Falte in das Gewebe, in das Laminierte ziehen. Und eine Falte im Laminat ist natürlich kein schönes Laminat. Es würde im dümmsten Fall durchgeschliffen werden und ein kleiner Ritz entstehen. Dann könnte es undicht sein an der Stelle. Also wir wollen natürlich ein faltenfreies, glattes Laminat haben. Die Vakuumtechnik ist mit ein Grund, warum Andi und Kurt beim Laminieren zügig arbeiten. Sobald das Harz zu zähflüssig wird, kann das Rauspressen des überschüssigen Klebstoffs nicht mehr gut funktionieren. So verpackt kommt das Sub in dieses selbstgebaute Heizregal zum Trocknen. Andi rüstet den sogenannten Ofen speziell für jedes Board aus. Das ist unsere Scoop Rocker Aufliegeform. Das ist einfach das Gegenstück zur Bodenkurve, zur Scoop Rocker Linie, die Negativ sozusagen. Und wir legen das Board hier drauf und beschweren es und schnallen es fest, damit es auch genau auf der Form aufliegen bleibt, um zu verhindern, dass das Vakuum das Board verbiegt. Das ist ja weich immer noch, bevor es ausgehärtet ist und deswegen müssen wir das da drauf fixiert halten während dem Aushärtvorgang, damit es nachher die richtige Scoop Rocker Linie auch hat. Es kommt in den Ofen, weil das beim Aushärten vom Epoxy hilft und das am Ende auch zu besseren Festigkeitswerten vom Epoxy und vom Laminat selber führt. Wir gehen hier auf gute 50 Grad hoch. Das hat natürlich mit dem Schaumkern zu tun. Also wir können jetzt nicht auf 120 Grad gehen, wie das bei anderen Bauteilen mit Epoxy auch gemacht wird, weil dann würde unser Kern wegschmelzen. Wir sind ja sehr moderat, aber wir nehmen uns auch mehr Zeit. Also das ist da immer mindestens 12 bis 14 Stunden in dieser Kiste drin, das Board. Das Abreißgewebe heißt so, weil man es gut abreißen kann. Beim Auspacken zeigt sich das. Es verbindet sich nicht mit dem Epoxidharz. Komm, ich helfe dir ein bisschen. Oh ja, mach mal. Sie reißen es mit Kraft und doch auch mit Vorsicht ab. Hier in diesem Vlies, man kann es da sehen, ist jetzt Harz zum Beispiel eingesaugt. Hier ist auch überall Harz drin.
Das ist das überschüssige Harz, das wir jetzt hier aus dem Laminat praktisch durch den Druck und durch das Vakuum erstens gepresst und zweitens abgesaugt haben, durch dieses Abreißgewebe durch in das Vlies rein. Das ganze Gewicht, das jetzt hier drin ist an Harz, ist jetzt aus dem Brett draußen, das da unnötig gewesen wäre, das nichts zur Stabilität beigetragen hätte. Bevor sie die Oberseite laminieren, flext Kurt das überschüssige Carbon an den Rändern ab. Damit ihm das leichte Board dabei nicht um die Ohren fliegt, beschwert er es mit einem selbstgebauten Gewicht. Jetzt zahlt sich aus, dass Andi und Kurt die Oberseite vor dem Laminieren so penibel abgeklebt haben. Das Board bekommt perfekt saubere Ränder. Es gibt kein Geheimrezept für das leichte Board. Man nimmt die guten Materialien, die es ermöglichen, ein leichtes Board zu bauen. Die sind halt teuer. Und dann ist natürlich das zweite Geheimnis die perfekte Verarbeitung. Dass man wirklich bei jedem einzelnen Arbeitsschritt maximal, optimal den Arbeitsschritt abschließt. Optimale Verarbeitung für leichtestes Gewicht mit bester Stabilität. Das wird gleich kontrolliert. Mal sehen, wie gut die Vakuumtechnik funktioniert hat. Der Handgriff zählt natürlich mit. Zweite Bordseite, gleiches Prozedere. Epoxidharz anmischen, Carbongewebe schneiden, laminieren. Für den Handgriff musste Kurt recht tief in den Styroporkern fräsen. Beim Laminieren achtet er darauf, dass Handgriff und Vertiefung mit ausreichend Epoxidharz miteinander verklebt sind. Es kommen jetzt hier noch verschiedene extra Lagen auf das Board, damit es in den Stressbereichen stabiler ist. Das ist angefangen mit diesen zwei Flecken. Kann man sich gut vorstellen, da wo man steht. Man steht ja hauptsächlich auf der einen Stelle beim Paddeln, da ist die meiste Belastung drauf. Deswegen gibt es da diese extra Standverstärkungen, eine Lage extra. Dann habe ich eine nächste Lage, die diese ganze Fläche ein bisschen abdeckt, dass auch die Kräfte über die ganze Fläche aufgenommen werden, nicht nur sehr klein punktuell. Und eine dritte Lage, die für noch ein Stückchen weiter vorne bis ganz nach hinten durchgeht. Das hier ist ein unidirektionales Gelege, das sind die Fasern nur in diese eine Richtung. Das heißt, das kann ich ganz gezielt benutzen, um in eine bestimmte Richtung Stabilität aufzunehmen. Das am meisten verwendete ist dieses Carbon-Gewebe. Da sind die Fäden miteinander verwoben, hoch, runter, und die dritte Möglichkeit ist wiederum ein Gelege. Da sind die Fasern nicht kreuz und quer verwoben, sondern nur aufeinander gelegt, und deswegen sind da diese Fäden, die das zusammengenäht halten. Hier sind jetzt die Fasern diagonal, das heißt 45 Grad so und 45 Grad so, und jetzt kann ich halt diese Sachen gut mixen. Je mehr Richtungen von Fasern ich habe, desto in alle Richtungen stabiler und härter wird ein Bauteil. Das laminierte Board muss wieder in den Ofen. Nach dem Trocknen ist das Sub ganz rau und sieht nach grauer Maus aus. Beim Fillern bekommt es Glanz.
So heißt der Arbeitsschritt, bei dem Andi eine Schicht UV-resistentes Epoxidharz direkt auf das Sub aufträgt. Kleinste Unebenheiten verschwinden. Jede Pore verschließt er auf diese Weise. Gleichzeitig stellt er eine Schleifgrundlage her. Es geht natürlich darum, dass wir das gleichmäßig verteilt haben, dass man vorher mit dem Spachtel zuerst, wo man es auch da hilft, dass es in die Poren kommt. Jetzt mit dem Pinsel sorge ich dafür, dass es eine gleichmäßige Schicht gibt, die sich auch glatt zieht. Und natürlich wollen wir ein glattes Board, weil es natürlich weniger Widerstand hat auf dem Wasser und schöner läuft. Wenn irgendwo kleine Vertiefungen sind, muss ich ein bisschen mehr drauf packen, damit es auch voll ist und ich es nachher glatt kriege. Weil alles, was im Tal bleibt, ist dann nachher wie eine kleine Beule drin. Und das ist ja genau die Idee, dass man es alles auf ein Niveau bekommt, dass es nachher topfeben und spiegelglatt wird. Also das heißt jetzt gerade hier hinten im Bereich der Boxen gucke ich, dass da genügend ist. Oder wenn irgendwo Kleinigkeiten, wenn man jetzt so drüber schaut, kann man das sehen. Hier ist so eine ganz kleine Spur, wo ich jetzt nochmal so ein bisschen was so dann draufziehe, das dann sich nachher noch ein zieht, dass das jetzt zum Beispiel dann auch nachher voll ist. Tipptopp. Das gefillerte Board trocknet erneut einen Tag lang. Und das jeweils pro Seite. Optisch sieht das schwarz glänzende Sub schon ziemlich gut aus, doch so bleiben kann es nicht. Die Sonne am Strand würde das Board aufheizen und im schlimmsten Fall könnte der Styroporkern platzen. Und außerdem stellt sich hier wieder die Gewichtsfrage. Jetzt durch das Fillern mit dem Harz kommt sehr viel Gewicht aufs Brett drauf, was ich jetzt durch das genaue Schleifen auch wieder runterhole, damit nachher das Gesamtgewicht auch dementsprechend leicht und ist und einfach mehr Spaß macht, ein leichtes Brett zu haben. Jetzt heißt es für Kurt schleifen, schleifen, schleifen. 5 Stunden für die Unterseite, 5 Stunden für die Oberseite. Das ist ganz schön intensiv und laut. Also Schleifen ist sowieso schwierig. In dem Fall ist es noch schwieriger, weil die ganzen Flächen nicht gerade eben sind, sondern alle Flächen eine Konkave oder eine Wölbung haben. Und wenn man da zu arg drauf rumdrückt, kann man auch ganz, ganz schnell durchschleifen und dann ist nicht gut. Auf jeden Fall nicht gut. Insgesamt stecken rund 40 Arbeitsstunden in solch einem Sub. Nach dem Schleifen kommt das Board wieder auf die Waage.
Warum ist das so wichtig? Und, was wiegt? Ja. Unter 6. Ja. Super. Sauber gesagt. Fühlt sich gut an. Tipptopp. Also wir wiegen ständig für jeden Arbeitsschritt die Boards, um einen Überblick zu behalten, wo wir stehen und auch um Erfahrungswerte zu haben, was jeder einzelne Arbeitsschritt an Gewicht zusätzlich bringt oder auch wegnimmt. Jetzt hier 6 Kilo in diesem Stadium ist eine super Sache. Das heißt, das ganze fertige Board wird am Ende nicht viel über 7 haben und das ist natürlich ein super Wert für ein Brett in der Größe. Da muss ich nicht viel tragen, wenn ich weit zum Strand laufen muss. Das individuelle Farbdesign macht Andi direkt am Board. Ich würde jetzt ja nie ein Board nehmen, das ich hässlich finde, weil damit macht es keinen Spaß, wenn ich mit so einer hässlichen Gurke unterwegs sein müsste. Also wenn es mir persönlich, und das ist ja klar individuell, was gefällt, super gefällt, dann macht es ja viel mehr Spaß, das Ding zu benutzen. Dann gehe ich unterm Strich öfters, ich habe mehr Freude dabei. Und also wenn man es hässlich findet, macht es keinen Spaß, das ist ganz klar. Damit am Schluss das schwarze Carbongewebe durchscheinen kann, kleben Andi und Kurt das Board ab. Mit der Spritzpistole wird das Board wieder weiß. So sieht die Grundierung aus. Sie hat eine Doppelfunktion. Sie schließt die allerletzten kleinen Poren für eine perfekte Grundlage für den Farblack. Und sie ist haftvermittelnd. So hält der Lack besser. Nach nur 2 Stunden Trockenzeit kann es weitergehen. Kurt trägt das grundierte Board wieder in den Shape-Raum. Und wieder heißt es schleifen. Man darf natürlich nicht zu viel schleifen. Es kommt immer darauf an, was der Kunde haben möchte, wie nachher die Optik aussehen soll. Momentan ist so der Shabby-Look angesagt. Das heißt, es sind immer so ein bisschen Schleifspuren drin im Lack. Der schimmert nachher dann auch durch die Farbe durch. Das macht das Brett so ein bisschen transparent und sieht auch leichter aus. Die Farbe kommt nur auf die Oberseite. Unten ist mit Folie abgeklebt. Das Unterschiff bleibt weiß. Die Bordbauer verwenden Autolacke. Die sind robust und wetterbeständig. Das war das dunkle Zeug. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir langsam in die Richtung. Muckisch ist noch gelb. Das ist ein Komponentenlack, der nachher mit einem 2 Komponenten Klarlack abgedeckt und gesichert wird. Und dieser Klarlack sorgt nachher auch für die UV-Stabilität, weil das Neon eigentlich natürlich sehr leicht ausbleichen mag. Tipptopp. Ja. Auch hier muss die Maske her. Die Autolacke enthalten Lösungsmittel. Das Ziel bleibt, so wenig Gewicht wie möglich auf das Board zu bringen. Sie sind zufrieden, wenn Grundierung, Farb- und Klarlack insgesamt weniger als 400 Gramm wiegen.
Und? Wow, geil. Geile Farbe, ja. So habe ich es mir vorgestellt. Super. So geil, wie man das Carbon sieht im Logo. Langsam zeigt das Board sein endgültiges Gesicht. Es gibt kein allgemein perfektes Board. Das wird es nie geben, weil jeder ist anders, jeder hat andere Bedürfnisse, jeder hat andere Voraussetzungen. Und die einzufangen, in das Board zu packen, das ist eigentlich der erste Hauptjob, den ich erfüllen muss, zu verstehen, was brauchst du, was willst du und dann dieses Board dazu zu kreieren. Und dann haben wir das perfekte Board für dich. Andi schreibt die genauen Maße auf das Board, und zwar in den amerikanischen Einheiten Fuß und Inch. Das Sub ist ein Unikat, nicht maßgeschneidert, aber maßgeschaped und signiert. Kostenpunkt rund 3.000 €. Eine Schicht Klarlack fixiert alles. Geile Farbe. Ja, aber geil. Wow. Geile Logos hier. Also. Groß. Super. Ja, Hammer. Das sieht man nicht. Oh geil. Ja, kommt gut. Ja. So muss sein. Gleich kann's aufs Wasser gehen. Noch 2 Dinge fehlen. Die Pads, auf denen man bequem und rutschfest steht. Und zum Abschluss muss das fertige Board auf die Waage. Ja, nice, hä? Na geil, nur 7 Kilo. Das ist eine Sache. Lass mal sehen. 7 Kilo. Lässig. Genau das Gewicht, was Andi vorausgesagt hatte. Jetzt so im Winter ist es eigentlich am schönsten. Da hat man das See für sich alleinig. Das ist wunderschön, wenn es spiegelglatt ist, das Wasser, kein Boot, das eine Welle macht oder irgendwas stört. Und es ist wunderschön und ruhig zum Paddeln. Das ist eigentlich das Schönste. Es ist natürlich immer ein tolles Erlebnis, das erste Mal was zu benutzen. Ich kann sagen, es passt genau, es ist die Größe gerade groß genug, dass ich es hier am See noch gut benutzen kann. Und ich spüre schon, wie das auch auf der Welle sich bewegen mag und da dann sich wohlfühlt. Also ich bin sehr happy. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.